Im Garten leben viele Tiere mehr oder weniger friedlich zusammen, manche einzeln und einige in kleinen oder größeren Gemeinschaften. Alle wollen überleben, fressen und sich vermehren. Fast wie bei uns Menschen, oder? Naja, an die Rente denkt von denen keiner und von Gewinnoptimierung haben sie auch noch nichts gehört. Aber Politik kennen einige von denen schon. Eine große Gemeinschaft dort sind die roten Weberameisen. Sie leben als riesiges Volk in ihrem Reich, eng verschworen, fleißig und ohne Furcht. Sie gehen gemeinsam ihrer Beschäftigung nach und diese besteht aus Nestbau, Pflege der Königin, Nahrungsbeschaffung für diese und die Brut. Ihre Kundschafter durchstreifen die ganze Umgebung, klettern auf Bäume, patrouillieren auf Zweigen, Mauern und Toren und kontrollieren ihr ganzes Gebiet. Sie teilen Information durch Kommunikation mit ihren Fühlern und oft bilden sie richtige Debattierzirkel. Die Ameisen sind schöne Tiere und sehr reinlich. Oft putzen sie sich in den Arbeitspausen. Ihre Hauptwaffe sind die gewaltigen Kieferzangen, mit denen sie unerbittlich zubeißen können und mit denen sie Lasten heben, die das Vielfache ihres Körpergewichtes betragen. Erstaunlich ist, dass hinter dem Gewusel und Gewimmle ein sehr effektives System steht und jeder Beteiligte genau weiß, was er zu tun hat. Ihre Nester bauen die kleinen Krieger aus den Blättern von Bäumen und Büschen, auf denen sie hausen. Die lebenden Blätter rollen sie zu tunnelartigen Röhren und kleben sie mit weißen Netzen zusammen. Dort wohnen geschützt und umsorgt ihre Königin und die Brut. Und die sind das Zentrum des Lebens für die roten Horden des Dschingis Khan. Die erwachsenen Ameisen ernähren sich von Nektar und süßen Säften. Zuckerwasser oder verdünnter Honig sind ihre Lieblingsspeisen. Der Dino spendiert ihnen das 3-mal täglich mit einer Injektionsspritze. Auch einzelne von ihnen bedient er direkt aus der Spritze. Für die Brut benötigen die Ameisen Proteine. Die holen sie sich bevorzugt von anderen Insekten. Tot oder lebendig ist ihnen egal. Fliegen, Würmer, Raupen, Schmetterlinge oder Speisereste, alles was ihnen vor die Kieferzangen kommt, ist fällig. Sie fallen über jedes potenzielle Opfer her, egal ob groß oder klein. Was als Nahrung dienen kann, wird tot oder lebendig zum Nest geschleppt, um die Brut zu versorgen. Gegenwehr ist sinnlos, die Dschingiskaner kennen kein Erbarmen.
Kadaver schleppen sie gemeinsam in ihre Burg und tote Artgenossen werden genauso verwertet. Verletzte Artgenossen werden ins burgeigene Krankenhaus transportiert. Überleben sie, dann haben sie Glück und dürfen weiter für ihre Königin schuften. Wenn nicht, siehe oben, erweisen sie ihrem Volk einen letzten Dienst als Proteinquelle für den Nachwuchs. Die Größe des Opfers spielt keine Rolle. Was zu schwer für den individuellen Transport ist, wird zerlegt oder in gemeinsamer Anstrengung abtransportiert. Ein angegriffenes, beschädigtes oder gar zerstörtes Nest ist die absolute Katastrophe für die Roten Horden. Dann schalten sie in den Kamikaze-Modus und greifen alles an, was nicht nach Dschingis Khan aussieht oder riecht. Als erstes versuchen die Ameisen in so einer Katastrophe immer die Königin und die Eier in Sicherheit zu bringen, weg vom Ort der Gefahr und möglichst weit nach oben. Das ist der absolute Stress für die Dschingis-Kaner, vor allem wenn eine noch nicht entwickelte Königin dabei ist, so wie diese hier. Die ist schließlich für das Überleben des Volkes wichtig. Die wilden Krieger haben vor nichts und niemandem Angst, auch nicht vor großen Feinden oder solchen, die sie dafür halten. Deshalb fallen sie auch über Menschen her, wenn sie denken, dass diese ihr Nest bedrohen. Den Dino beißen sie hin und wieder auch, obwohl der ihnen ja gar nichts tut, sondern sie sogar füttert. So gehen die Roten Horden Tag aus Tag ein ihren Aufgaben nach und arbeiten hart daran, ihren Staat prosperieren zu lassen. Durch den Garten schleicht die alte Gottesanbeterin und macht den Mitbewohnern das Leben wie immer schwer, frisst unschuldige Kakerlaken, lauert auf unvorsichtige Schmetterlinge oder unbedarfte Heuschrecken und Würmer und sucht überall nach Opfern. Heuschrecken schmecken am besten, wenn man sie lebend frisst. Aber halt mal, was ist denn hier los? Da staunt sogar der Beo. Die alte Schachtel benimmt sich gar nicht so wie sonst. Sie putzt sich raus, als wollte sie auf einen Opernball gehen. Warum das wohl? Da ist doch was im Busch. Ah, sie hat über die Gottesanbeterinnen-Tinder-App einen Kerl kennengelernt. Dem will sie erstmal gefallen und eine tolle Nacht mit ihm verbringen, ehe sie ihn zum kleinen Sepp und den Franz durch ihren Magen in den Himmel schickt. Und damit der auch gleich richtig auf sie abfährt, will sie schnell noch ein paar Ameiseneier besorgen. Die fressen Mantiden besonders gerne. Also macht sie sich durch den Garten auf zu dem Baum, auf dem die Roten Horden des Dschingis Khan ihr Nest haben. Die haben dort unzählige Eier in ihrer Burg. Da werden sie doch wohl ein paar entbehren können. Tantchen kann sich gut tarnen und Schmidtchen Schleicher ist ein Trampeltier gegen sie.
Sie klettert ganz stiekum auf den Baum hinauf und pirscht sich an das Nest auf Umwegen ran, um bei ihrem Raubzug nicht bemerkt zu werden, denkt sie. Aber die Dschingiskaner sind immer auf der Hut. Die haben überall Wachtposten und die orten und beobachten die alte Hexe ganz genau. Und ehe die auch nur ein Ei klauen kann, wird zur Attacke geblasen. Ehe die Tante sich versieht, hat sie ein paar von den Wächtern an der Backe, respektive an den Beinen und am Bauch kleben. Die Wächter gebrauchen ihre kräftigen Beißzangen fleißig. Au, Mann, tut das weh! Es war vielleicht doch keine gute Idee mit dem Eierklauen. Tantchen ist aber auch nicht zimperlich, und während die roten Wächter über sie herfallen, beginnt sie den einen oder anderen davon zu verspeisen, während sie selbst gefressen wird. Aber die roten Kämpfer sind in der Überzahl, und es kommen immer mehr der wilden Krieger dazu. Ihre Bisse tun wahnsinnig weh und schwächen sehr. Jetzt würde sich Tantchen gerne aus dem Staub machen, aber inzwischen sind es zu viele, die an ihr hängen. An jedem Bein, am Bauch, im Genick klammern sich ein, zwei oder mehrere von ihnen fest. Die verzweifelten Fluchtversuche der Tante werden immer schwächer. Sie fleht noch um Gnade, aber da ist sie bei Dschingis Khans Berserker natürlich an der falschen Adresse. Ein paar verzweifelte Zuckungen noch und Tantchens Leben ist zu Ende. Die Rote Horde organisiert sich neu und beginnt mit dem Schwertransport des Kadavers zum Nest. Das ist eine riesige Menge frisches Protein für den Nachwuchs. Da wird Ihre Majestät, die Ameisenkönigin, sehr erfreut sein und huldvoll nicken. Der kleine Sepp und der Franz sehen dem Drama von ihrer weißen Wolke im Himmel her begeistert zu. Vor Freude reißen sie auf ihren Harfen heiße Heavy-Metal-Musik. Im Himmel eigentlich nicht so üblich, aber Petrus drückt in dem Fall ein Auge zu.